Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an, was ist jetzt wichtig, was darf ich weitergeben für die nächsten paar Tage. Welche Energien kann ich abfangen? Ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start. Hier auch nochmal vielen Dank für eure Spenden, die Super Thanks, die Kommentare, die haben mich im Übrigen sehr aufgebaut, auch unter dem letzten Video vom Sonntag. Der Bescheid fürs Gutachten, für die Erstbegutachtung ist mittlerweile eingetroffen am Samstag. Es dauert noch 2 Wochen und ich vermute dann auch noch 2 Wochen, bis das durch ist, ne? Bis das Gutachten steht. Nun dann sind mal kurz 3 Monate vergangen, fast. So, hier wird unsere Lebensreise angezeigt, vielleicht Richtungsänderungen, eine neue Richtung, ein Richtungswechsel. Die Liebe und die Straße des Erfolges. Hier kann man so eine kleine Kurskorrektur vornehmen. Man kriegt eine Richtung aufgezeigt, wie man hier auf den Weg kommt, wo man etwas mit Erfolg abschließen kann. Hier öffnen sich tatsächlich neue Türen. Man kann ein bisschen das Unbekannte erkunden. Nur noch mitnehmen, was einem wirklich auch gehört. Wir haben nur den Rucksack, in dem wir das Wichtigste reinpacken. Mit dem Erfolg natürlich auch kommt eine gewisse Entspannung mit an Bord, bei der man sich ausruhen kann, wo man schon die Erfolge feiert und wo man in der Gegenwart stolz auf sich selber ist. Kann jetzt ein Thema in der Liebe sein oder aber auch mit diesem Ding, was mache ich mit Hingabe, wo stecke ich viel Liebe rein. Möglicherweise hat der ein oder andere die Chance, eine neue Liebe kennenzulernen oder sich der Liebe wieder zu öffnen. Okay. Was sagen die Antworten der Engel dazu? Positiv sein, an sich selber glauben. Und wir haben hier, wie abgefragt, die kurze Zeit. Ich muss das hier hinlegen, sonst habe ich keinen Platz. Und wir gucken weiter, was ich uns noch mitgeben darf. Die Nachricht, das Kommunizieren, die Kommunikation, der Austausch, Gespräche. Vielleicht wartet der ein oder andere auch auf eine Nachricht. Hier haben wir schon wieder die Liebe. Das kann jetzt hier auch sein, ein Austausch von Herz zu Herz. Ne? Man spricht über irgendetwas, was einem sehr auf dem Herzen liegt. Eine Nachricht, die das Herz erfreut. Möglicherweise auch eine Nachricht von jemandem, auf den du wartest in der Liebe. Kommunikation über die Liebe oder eben das auch zum Thema machen, was einem am Herzen liegt. Da haben wir die männliche Person, kann eine partnerschaftliche Thematik auf jeden Fall sein. Ja, wir haben hier einen Haufen Männer um uns rum, den Bären, den Herrn, den Hund. Liebe, Freundschaft, Treue, Kollegialität, Loyalität, Vaterthemen, Leidenschaft. Hier kann auch sein, dass ein Mensch aus der Vergangenheit sich wieder meldet. Ne? Eine Energie verkürzt sich. Eine Nachricht nimmt
eine schwierige Energie raus. Dann guckt so auch auf, ich glaube, die Stationen der Liebesthemen, wo man vielleicht auch schon Verluste gemacht hat oder hinter sich gelassen hat, was da mal war. In unserem eigenen Haus liegen die Blumen drin. Hier kann man durchaus auch mal froh sein, dass man etwas nicht gekriegt hat, was man unbedingt wollte. Hier kommt ein bisschen Stress aus dem Umfeld raus, Aufregungen. Die Maus liegt mir hier ziemlich gut, denn die sorgt in nächster Zeit dafür. Wir haben die nahe Zeit auf jeden Fall, ne? Dass wir hier erkennen, wie gut es war, etwas nicht so gemacht zu haben, etwas nicht in Anspruch genommen zu haben, etwas nicht erfüllt zu kriegen. Die nimmt hier auch Liebeskummer in allen Dingen. Die sorgt dafür, dass wir hier eine stressfreiere Situation haben und dass wir hier einen Konflikt lösen können. Hier haben wir den Frieden, die friedliche Lösung, die Harmonie. Das Ablegen eines Kampfes. Guckt mal, wie schön wir selber sind es, ne? Wir gucken hier in unsere Umbrüche rein, in Anfang und Ende. Hier ist sehr viel Familienthematik. Die Lebensreise, ne? Wem ist man begegnet? Wo hat was irgendeinen Schmerz hinterlassen? Wo darf man auch etwas, was einen lange begleitet hat, in der Vergangenheit liegen lassen und hier mit etwas viel Schönerem rechnen? Da jetzt hier zweimal die Liebe fällt und das Paarkonstrukt, kann es durchaus sein, dass sich etwas in diesem Bereich repariert, regeneriert oder auch dass sich hier jemand auf den Weg macht, der dir beruhigende, genesende Energie mitbringt. Ich meine, mit der Erfolgskarte haben wir hier ja auch das Friedensschließen mit etwas. Sehr spannend. Hier haben wir 2 gekriegt. Man fühlt sich hier vielleicht so ein bisschen unsicher. Man hat hier den freien Willen, aber man weiß nicht, was will ich entscheiden, was will ich tun. Und betreibt hier vielleicht einen großen Aufwand, eine große Leistung, um irgendetwas voranzutreiben. Was dann natürlich hier anstatt das Geschenk den Stress und die Konflikte mitbringt. Das ist hier so, dass du etwas, was mit dem Erfolg, dem Aufwand, der Unsicherheit, ob sich etwas lohnt, dass hier so eine Art Auszahlung kommt, ne? Man betreibt für irgendetwas einen großen Aufwand und man hat in der nahen Zeit diese Auflösung und mehr Sicherheit stellt sich auch ein, für was oder warum wir das so betrieben haben.
Guckt euch das an. Hier kommt der Papagei mit dem Thema Kommunikation und hier liegt in der Mitte die Kommunikation. Hier haben wir ja einen Weg, der ziemlich schwierig ist und wo sich der Ausgang für einen nicht gut anfühlt. Und der Papagei sagt einfach, hey, hallo, aufwachen, das Leben kennt eigentlich sehr viele Wege. Öffne dich für Kommunikation, was möchte man besprechen, was möchte man Neues gestalten oder anders gestalten, sodass der Aufwand nicht so enorm ist. Also auf jeden Fall ein fruchtbarer Austausch, Gespräche, die einfach auch gut tun, positive Kontakte, Wissen, das man braucht, das Gefühl der Unsicherheit einzutauschen gegen dieses Ich bin auf einem guten Weg. Alltagssituationen grundlegend anders angehen, spielerischer, liebevoller als mit so einem riesen Aufwand. Ja, und der Papagei bringt einfach Leuchtkraft, Lebendigkeit. Der bringt etwas Buntes. Der sagt uns, lach mal über dich selbst, geh die Dinge mit Humor an, gib mal schlagfertige Antworten. Hier sind auch Weisheiten, die man anstatt mit so strenger Disziplin oder mit irgendeiner Schwere auch auf eine leichte Art vermittelt, auf eine witzige Art. Farbe in das Leben bringen, sich dem Augenblick öffnen. Irgendetwas, das wir sagen, will beachtet, erkannt werden, auch neu generiert, auch wieder. Das Leben feiern, das Gefühl zu haben, gern gesehen zu sein. Die Liebe in das Leben Einzug lassen, das ist Einzug nehmen lassen. Das passt eigentlich wunderbar zur Ausgangssituation. Gerade auch, wenn man so in diesem grauen Grau drin hängt. Oder das Gefühl hat, ach, jeden Tag das Gleiche, ne? Nichts tut sich. Auch wieder interessant, wir haben hier den Hund und wir haben hier den Seelenhund. Hier kann man sich 100%ig auf jemanden verlassen. Man bekommt unerwartete Hilfe, Unterstützung. Ne? Jemand meint es gut mit einem. Möglicherweise hat man auch ein Tier, ein Seelentier, an dem man sehr hängt. Hier wird nichts von einem verlangt. Ne? Hier kommt jemand oder etwas, was entlastet und dieses oder jene Person oder diese Situation, die möchte nichts von dir zurück, die nimmt dir was weg, was dich anstrengt. Und der gehört auf jeden Fall auch zur Seelenfamilie dazu. Hier haben wir noch die Ewigkeit. Das ist die bedingungslose Akzeptanz auch, dass man Dinge, die waren, nicht ändern kann. Dass man etwas gehen lässt, dass man Einsehen hat. Hier kann auch sein, dass man jemanden ziehen lässt. Ja? Egal jetzt, das sind ja auch Menschen, die in der Vergangenheit liegen. Unterschiedlicher Art und Weise. Und von diesem Punkt der Akzeptanz macht man hier auch die Türe auf für jemanden oder etwas, das nichts von dir zurück erwartet. Hier ist der Beifuß. Hier geht es um die Intuition, um die Träume, um die Seele, um das Wissen, um die neuen Perspektiven, die hier verfügbar sind. Also ich träume ja wahnsinnig viel und ich muss es morgens immer erst sortieren. Und da ist es so klarer, ne, was einem hier gesagt werden soll.
Möglicherweise, ich muss jetzt gerade so denken, ne? Der Seelenhund, die Ewigkeit, ist das auch ein Gruß für all die, die ihre Tiere schon gehen haben lassen, zum Beispiel, die Freunde verloren haben. Das betrifft mich natürlich auch. Und die trotz allem Mangel oder allem, was hier geschmerzt hat, was zu Konflikt und Aufregung führte, hier einen neuen Platz aufmachen. Guck mal, hier haben wir den Joker und einen Traum, der sich verwirklicht. Und das lassen wir jetzt mal so stehen. Wer noch Lust hat, der kann gerne dranbleiben. Am Ende ist ein kleines Auswahlorakel mit kleinen Karten für einen Impuls für euch für die Woche. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hören uns am Freitag wieder. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Gucken wir nach einer persönlichen Botschaft, nach einem Impuls noch. Für uns. So, dann nehmen wir noch die Vögelchen dazu, aber die muss ich dann springen lassen, das kennt ihr. Sucht euch eine Seite aus, nehmt beide oder besetzt sie mit Plätzen oder Personen. Ich lege hier mal was dazu, ich kann mich sehr schlecht entscheiden und schwuppdiwupp wird es für mich klar, ich nehme Blau. Gucken wir. So. So, hier kommen neue Möglichkeiten. Die Realisierung eines Traumes, die Karte des Handelns. Für alle, die gezögert haben, die dürfen jetzt aktiv werden. Perfekte Momente. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, eine neue Gelegenheit, etwas umzusetzen. Hier kommt der große Erfolg. Pläne entwickeln sich. Hier nochmal die unerwarteten Chancen, die hier aber ein bisschen mehr Achtsamkeit brauchen. Hier liegt vielleicht etwas im Detail, was man übersehen könnte. Eine Situation auch im Bereich der Karriere oder des Berufes oder die einfach für sich selber eine Zeit mitbringt, wo man so spürt, okay, ich habe alles richtig gemacht. Wir haben hier Schulden bezahlt. Das können jetzt sein, dass man die Last oder die Gewohnheit irgendwo von den Schultern hat oder dass man tatsächlich nicht mehr persönlich das Gefühl hat, man müsste für irgendetwas bezahlen oder auch natürlich tatsächlich im finanziellen Rahmen. Und wir haben hier zum Beispiel ein neues Heim, ein Umzug, ein Schritt in eine neue Umgebung. Möglicherweise haben auch einige von euch Entlastung bei irgendwelchen Wohnsachen, ja, also Sachen, die sie für, Geld, das sie fürs Wohnen oder für Immobilien oder sowas investiert haben. Oder es geht einfach darum, sich die Umgebung so schön zu gestalten, dass sie einen nährt. Wir haben Wunder kommen unerwartet. Hier dringt Hoffnung durch, hier
kommt vielleicht auch etwas aus einer Ecke, wo man nicht mit rechnet, oder aus einem Bereich, der auch viel Entlastung mitbringt. Hier haben wir noch vom Schutzengel gesagt, nicht so voranpreschen. Hier ist man zwar bereit, aber man braucht hier noch ein bisschen einen Blick. Das ist hier, was ich mit der Achtsamkeit meinte, auf ein Detail, das vielleicht eine bessere Lösung mit an Bord hat. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte. Lerne immer wieder neue Dinge. Behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Der Neubeginn, der Struktur mitbringt. Hier herrscht relatives Chaos, hier wird etwas geordnet. Hier hat man so viel zu tun, vielleicht auch ein Spagat zwischen all dem. Es geht darum, eine Last zu reduzieren. Auch hier die neuen Gelegenheiten. Und hier auch eine Botschaft dahinter, man kann es nicht allen recht machen, vielleicht erst mal an sich selbst denken. Authentizität. Die Authentizität, die dich hier auch zum Erfolg bringt. Das gehört auch dazu, dass man mal sagt, so hier stopp. Wir haben den Sommer, wo die Sachen euch zufließen. Alles, worum du bittest, fließt im Sommer zu dir. Die Erle, Grenzen setzen, Selbstliebe beweisen, sich selber schützen und gestärkt wieder auftauchen. Und ihr habt Veränderungen innerhalb der Familien. Erfreuliche. Was sagt das Vögelchen? Die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch bis bald.